Hi, ich bin Ferdi von Zeta Automotive. Heute haben wir für euch einen VW T6 Highline umgebaut. Das Fahrzeug ist optisch etwas aufgewertet worden, um es genau zu sagen, wir nennen es auch Schneemobil. Hat ein Abt komplett Bodykit, hat eine Abt-Abgasanlage, das heißt eine Vierrohr-Optik hinten. Ist tiefer, hat dicke Seitenschweller und steht leider auf Winterrädern, also nicht erschrecken. Das sieht im Sommer ganz anders aus. Vielleicht drehen wir dann ja nochmal ein Video, dann mit den schicken Sommerrädern. Wir haben hier zwei Sounderzeuger nachgerüstet. Normalerweise sagen wir mal, einer reicht. Bei dem T6, das ist wirklich so ein Viech. Ich weiß nicht, ob ihr gleich mal gucken wollt. Hier können auch ein paar mehr Leute Platz nehmen. Ist richtig geil ausgestattet. Und ja, mit der Vierrohranlage, da hat der Kunde gesagt, ich will schon gleich das ganze Paket, und dann nehmen wir zwei Sounderzeuger. Die bisschen leisere Stufe genommen. Das muss ich erstaunlicherweise zugeben, hört sich schon ziemlich gut an hier drin. Wir haben schon mal Transport umgebaut, T5 in der Regel. Die sind meistens so abgeschirmt gewesen, dass man drinnen gar nicht so viel mitbekommt. Aber hier, okay, vielleicht liegt es auch daran, dass wir hier zwei Stück haben. Ist ein bisschen geiler, man hört es auch drinnen sehr gut. Es ist nicht aufdringlich laut, aber es ist trotzdem sehr präsent. Das hört ihr, glaube ich, in dem Video genauso gut. Ich zeige euch gleich die Außenaufnahmen. Und fahren tut sich das Ding hier echt gewaltig. Also ich kann mich schwer daran zurückerinnern, mal in einem Transporter gefahren zu sein. Ich glaube, der T5, der liegt schon einige Zeit zurück, und hier mit dem T6, ich fühle mich hier wie im Bus. Ganz ehrlich, wie im Bus fahre ich hier. Richtig geile Sicht. Wenn jetzt so ein Auto vorbeifährt, dann denkt man so, hi Kleiner, und guckt, blickt so runter. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Ja, ich habe, ehrlich zu sagen, keine Ahnung, welcher Motor das ist. Also ein 2 Liter ist es ja auf jeden Fall. Ob es der Biturbo ist, ich glaube nicht, von der Abgasanlage, obwohl das war Quattro-Antrieb. Könnte der Biturbo sein, ich guck mal gleich nach. Hätte ich mir denken können, 4Motion, rot geschrieben, alles die TDI-Zeichen. Ist natürlich ein Biturbo mit 204 PS bzw. 150 kW. Jetzt zeigen wir euch erstmal die lautere Stufe. Oh, das bollert, das bollert. Ja, man sollte lieber nicht Pedal zum Kickdown durchdrücken, weil dann erwartet man, oh, da kommt was, und dann bewegt er sich nicht ganz so schnell voran. Wir schalten das mal aus. So, jetzt höre ich Klappern von irgendwelchen Teilen hier. Ich höre nur noch Abrollgeräusche. Mega langweilig, aber ich muss es zugeben, den Diesel hört man nicht so stark. Also das haben die schon hier gut gedämmt. Machen wir mal Active Sound lieber an. So, wir zeigen mal hier kurz, das ist ja ein T6 schon, das heißt, hier ist ja eh schon das, viele sagen ja, das ist eigentlich das Facelift vom T5, aber der hat jetzt vom Interior ist ja alles neu, jetzt hat jetzt das große Discover drin, dann haben wir hier, die Bedienteile wurden komplett überarbeitet. Das Coole ist ja, er hat hier mit der Ausstattung, normalerweise ist beim T6 oft so, dass das ESP zum Beispiel, hier haben wir eine ESP-Taste,
Die können wir auch für das Soundsystem nutzen. Die ist ja normalerweise bei den meisten Modellen hier drin integriert. Dann bietet sich das nicht so sehr an, die zu nutzen. Wir haben jetzt hier die Programmierung so, dass man sich das per Handy selbst aussuchen kann. Also entweder wir nehmen hier die Start-Stopp-Automatik, das heißt zweimal drücken, dann wechselt das Profil, oder man nimmt die ESP-Taste zweimal drücken. Ich weiß nicht, ob die jetzt leuchtet. Ne, das seht ihr nicht. Also ihr müsst die kurz quasi gedrückt halten, dann geht im Tacho die Lampe an und dann nochmal drücken, dann wechselt er das Profil, wenn man es einstellt. Wir haben es jetzt auf die Start-Stopp gelegt, weil der Kunde drückt die Taste generell eher seltener. So, ich hoffe, ihr fandet das Schneemobil auch ganz entzückend und vor allem den Sound natürlich. Nicht vergessen, teilen, liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Video.